Okay. My name is Mustafa Shatta from Sudan. I came to Germany 2 years and 9 months ago. I live in Berlin, but the last year I live in a small town called Salzwedel for 3 months with my friends. There I experienced bad things against me and also other things for the people. Me and my friend started a film where we interview people of different nationality because the people in Germany don't have any idea about the journey of refugees. My name is Sekou Kaba. I'm from Liberia. My name is Usman. I'm from Liberia. I travel from Liberia to Libya. My name is Musa. 2014, I moved from Mali. Say I want to travel to come Europe. Even you have passport or your national ID card, they will still put you in jail. They will treat you very bad because they know you are immigrant. The place where you are coming from, you are going. We come to Algeria, which is the Arab country, and then the people there, they are very, very, very bad, and they don't treat we the black good. From Mali, Algeria, you don't take the bus because they will not allow you. Maybe you have to go in the truck. Maybe the truck is bouncing, the sun is beating you. You don't have to eat like 5 days. Some people die on the road because of the suffering. The Sahara Desert, they will come to you and stop the car, the truck that all of you in, and then they will put you down, asking you for money, trying to charge you for what you have. Back on the desert, we have container that we put water in, and your water you have into the garden, they're gonna open everything and waste your water on the ground. Even you see water, some people, they give the water what the animal is drinking. Before you enter Libya, it's hard. Before you cross Algeria to Libya, maybe the gendarmerie from Algeria, they have to charge all the people to take your money, your food. Libya, they don't care whether you have passport or not. They treat you very bad. If you don't have money, they beat you before they leave you to cross the border. They have some guys in Libya, they call them the asthma boy. The asthma boy in Libya will chase you everywhere you go. They will kidnap you, put you into jail, tell you to call your people and send money. And if your people don't send the money, even your people send the money, they're going to beat you domestically. The situation in Libya for we the black, I see that actually is really bad. They treat black like animal. We start working, I get small money, I pay the coxswain to put me onto the boat. Okay, I can speak Arab small. So that one help me. I ask the people now. So the people say, okay, somebody here, he can carry the people to go Italy. So wait, let me go show to you. So we stay out there. 700 euro. The man says 700 euro before you cross Italy. Ja, ich war dann auf einem Schiff namens Seefuchs. Wir kreuzten lang der libyschen Küste und waren wohl das letzte Boot einer NGO, was noch in Italien, sprich in Sizilien, in einen Hafen fahren konnte. And when crossing the Mediterranean Sea for me, we was 195 into a plastic boat, which people call lampa lampa. Some people start to die. There are 2 guys, one from Nigeria, one from Sierra Leone. 2 of them died because of what? We were so many in the boat. Ein Schiff mit einer Kapazität für 50 Leute war mit 130 Leuten überladen. Wir sind dann auch 4 Tage mit einer Irrfahrt auf dem Mittelmeer gefahren, bis bei Aufkommen vom heftigen Wetter klar war, es geht nicht mehr, das Schiff ist in Gefahr. Der Captain hat Seenot gemeldet und wir haben dann eben in Italien, sprich in Sizilien, einen Hafen anlaufen können. When you see a person trying to take a race with his life on the Mediterranean Sea into the plastic,
No one gonna be normal and sail into the Mediterranean Sea in a plastic. Because it's absolutely plastic, and when they boil, no one gonna survive. The people who are dying into the Mediterranean Sea is many. And people are still looking at that and coming. Durch Gespräche mit den Leuten auf dem Schiff ist mir einfach 100%ig klar geworden. Niemand verlässt seine Heimat ohne Not. Viele haben schon auf dem Schiff gesagt, wir haben große Angst auf das, was uns zukommt, aber wir haben keine andere Möglichkeit, um eine Perspektive im Leben zu haben. Wir sind nicht kriminell nach Europa gekommen. Wir wollen unser Leben ohne zu Angst haben, klar sein. Ein Teil von Rassismus Angst haben, die andere Seite von der mit Polizei und Regierung Angst haben, das merkt sehr, sehr, sehr tut weh. Unsere Brüder, unsere Schwestern sind viele Leute in der Mittelmeer gestorben. Und die europäischen EU-Leute, die unser Heimatland in Afrika, die hat viele Länder so Krieg. Die Leute, Diktatoren sind Afrika, die Präsidenten sind geholfen und uns sind ständig viele kaputt gegangen, wo wir leben. It's not everything about getting money or eating food is called good condition. It's not to say, okay, right now you are rich, you have everything, but every night and day you are hearing guns signed to your house. Every night and day people want to come and kill you. But you don't leave that country? You're gonna leave it because what? You are not free, you are not comfortable, you are not in a good condition. Wir, die aus den anderen Ländern außerhalb von Europa kommen, müssen den Europäern erklären, was eigentlich Demokratie und Freiheit bedeutet. Das ist nicht nur mein Teller. Ne? Wenn ich Freiheit haben will, kann ich nicht Grenzen machen um mein Land. Das ist totaler Quatsch. Ja. Und sagen, ja, meine Leute mit meinem Pass können durch die Gegend reisen, aber alle anderen nicht. Weil so wird es immer Kriege geben auf der Welt. Und das sehen wir. One thing you don't see, like we in the Africa, like I don't know the other country, like my country, we don't have food. You know, we have like gun more than food. Everybody have like own gun. You know, where I come from? They are sending us. They created here. The fabric is here. They send us in Africa. They give all our prison dictator. They send us every day guns. We buy gun. Now our economic all they going by the gun. We kill each other. They are happy. They laugh about this. They continue. They don't want to stop it. سعی درست کنه. وقتی درست شد ما میریم همونجا. الان وقتی درست نیست، وقتی چیزی نیست اونجا، نه کار است، نه بار است، جانمان در خطر است، ما بریم اونجا چیکار کنیم؟ و در افغانستان یک چیزی ما مشکل نگاه داریم که آدم نمیتونه درس بخونه. مثلا اونجا آدم بخواد بره مکتب جای بره سخت است اونجا. کلی نه در نظر دقیقش نیست، فقط میگه که ماجرا ما روان که ما ماجرا میخوام. پس امیام که در آمبورگ بوده، در جرمنی، امیجا در آیم رفیقم رفته بودم، اما گفته که هم بچه‌ای که اعدام کرد خودم یه اموجا بود. در میای ما زندگی می‌کردم طبقه بالا. نامشون جمال ناصر بوده. گفته که او 8 سال بود در آلمان بوده. از اون وقت زیستم بود در آلمان بود، بعد کلان شد دیگه همونجا مان تا 8 سال بعدش که روانش کردن به زور ساعت 3 شب آمده بودن، دستپاچ بس نکردن، 20 سفر بودن. اون رو گرفتن روان کردن افغانستان. و افغانستان دیگه دید نه کار است نه بار است، اون رقم کرده خدا کشته. بعدی ها باز همون غیبت ها، باز همون کینه ها، کل این چیزا رو میگم بذاریم کنار و یه زندگی جدید درست کنیم. تا اینجا به زور اومدیم، همینجا انشالله با امید خدا بخواد میمونیم. ما کاری نداریم اشرفانی چی گفته چی نگفته و میخوایم همینجا زندگی کنیم، ادامه بدیم. Deutsche Person weiß nicht, wir haben was gelebt in Afghanistan oder die Afrika oder die anderen Länder. Immer war Krieg. Wir haben nur so gesehen. Wenn unsere Länder sicher sind, dann würden wir auch nicht hier in Deutschland. With all bad experience and problems of their journey and past still in their mind, they know how to fight against new problem in Germany. الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فايز من مواليد طرابلس، مواليد ليبيا. طبعا أكيد أنا سوداني، أبوي وأمي أهلي سودانيين. وصل لي الوقت هسي ده لي 2 سنين، وعملت الانترفيو حقي
شهر 9 2017 يعني بعد زمن سنة وربع سنة ونص تاني جاي نرفض فلهذا لازم الناس تصبر وتشوف ورايها كيف ونشوفكم إن شاء الله المرة الجاية يا شباب صبرت كثير أنا لها سنتين وما عندي حاجة دي الإقامة العادية كل 6 شهور أروح أجددها والتانية تنتهي أجددها. Weißt du, als du über Abschiebung gesprochen hast, habe ich mich an die Situation erinnert, als ich am Meer war. Wie war das für mich? Ja. Und das ist einfach so, dass man denkt, okay, ich hatte keine andere Möglichkeit, ich versuche diesem Mal, entweder das klappt oder nicht. Ja, das, was ich ja bei euch schon mitgekriegt habe, dieses Überleben auf dem Meer, das habt ihr ja fast alle erlebt, ne? Und dass aber dann der nächste Schritt ja eben ist, für die Leute, die jetzt diese Dublin-Leute sind, ne? Dass sie eben wirklich nicht sagen können, irgendwann mal, ich habe überlebt, sondern dass es der Kampf ums Überleben immer weitergeht, immer weitergeht, immer weitergeht, ne? Also ich bin Uta, ich wohne in Lüchow und bin seit einiger Zeit hier mit diesem Treffpunkt beschäftigt, Zuflucht Lüchow. Wir haben angefangen mit diesem Treffpunkt 2015, als hier im Landkreis ganz viele Geflüchtete gekommen sind und wir wollten halt gern hier einen Treffpunkt machen, der unabhängig vom Camp ist und haben ziemlich schnell hier diese Räume gefunden und haben das zusammen mit den Geflüchteten aufgebaut und renoviert und seitdem gibt es halt hier diesen Treffpunkt Zuflucht Lüchow. This is my boy Talan from Sudan. You know, it's a long way from Liberia to Sudan, right? But we together, man, as a boy, family. Ich erinnere mich gerade, als ich beim Jobcenter war und hatte ich eine Frage, dann hat Jobcenter mich zu dir geschickt. Ja. Und er hat gemeint, du Kaffeezuflucht hilft dir. Ja. Und das finde ich krass, dass von die Jobcenter oder Arbeitsamt müssen die Leute helfen und dann müssen wir zu Kaffeezuflucht gehen. Und weil Kaffeezuflucht ist Leute, die ehrenamtlich arbeiten und sie müssen einfach und sie versuchen uns helfen und sie haben uns viel geholfen, aber wenn die Aufgabe, dass die Beamten einfach uns helfen, dass sie uns trotzdem zu euch schicken. Ja, ja. Wie findest du das? Ja, ich finde das eben absolut krass, ne? Weil also unsere Initiative ist ja eine Initiative, die 0 Gelder, staatliche Gelder kriegt. Keine von uns wird hier bezahlt für ihre Arbeit. Und die Miete bezahlen wir ausschließlich aus Spenden. Wir kriegen überhaupt keine staatlichen Zuschüsse, überhaupt nicht. Ich heiße Peter, ich arbeite hier in dem Verein Exchange e.V. Ich finde es halt absolut wichtig, einen Ort zu haben hier, der offen ist für Leute, die hier reinkommen und sich hier betätigen wollen, Deutsch lernen wollen oder sich zusammensetzen und Kaffee trinken oder ein Fahrrad reparieren wollen. Ich heiße Vitali, ich komme aus der Ukraine und ich habe viele Freunde aus Afghanistan, aus Mali, aus Sudan. Meine persönliche Erfahrung, wenn wir zum Beispiel auf der Straße zusammengehen oder zum Supermarkt, manche Leute gucken ein bisschen komisch und du fühlst dich nicht so gut und verstehst, dass die Leute nicht geduldig sind und machen sehr oft Probleme einfach so. Ohne Grund. Mein Name ist Mehdi, ich komme aus dem Iran. Ich bin Friseur, ich habe meine Ausbildung in Deutschland gemacht und ich habe genau das gleiche Problem. Ich arbeite hier in Salzwedel und die Leute, wenn ich mit den Leuten spreche und wenn die merken, dass ich ein Ausländer bin, die verhalten ganz anders, die reden ganz anders mit mir. Ich bin Deji Said, ich komme aus Syrien. Zum ersten habe ich Deutschsprachkurs besucht, damit ich mit der deutschen Kultur und deutschen
Integration integrieren. Seit 4 Jahren bin ich mit meiner Familie in eine kleine Stadt hier in Deutschland, Nienburg-Weser. Wir haben einige Probleme dort gelebt. Die erste Problem war Thema, ein passendes Haus zu finden oder eine passende Wohnung für meine Familie zu finden. Weil ich habe eine große Familie, wir sind 9 Personen. Wir waren vor 2 Jahren, erste Jahr, in einer Wohnung, steht aus 4 Zimmer, 85 Quadratmeter. Ich bin 24 Jahre alt und ich komme auch aus Syrien. Ich bin ungefähr seit 3 Jahren in Deutschland. Das war total schwierig am Anfang, dass ich ungefähr nach erstem Jahr ersten Deutschkurs besucht habe. Aber ich habe nicht darauf gewartet. Ich hatte einfach erst alleine am Internet gelernt. Aber als ich einen Ausbildungsplatz gesucht hatte, habe ich gemerkt, dass die großen Firmen haben sie kein Los, dass sie Flüchtlinge nehmen mussten. Ich habe bei vielen Firmen Bewerbungen geschrieben, immer Absage ich bekomme. Sie brauchen immer, wir brauchen deutsche Erfahrung oder wir können nicht die Flüchtlinge in unsere Firma. Deswegen wir müssen viele Mal in eine schwierige Arbeit oder nur im Restaurant oder einfache Sachen, Lieferanten arbeiten und bin Chemiker von meinem Beruf. Aber bis jetzt habe ich keine Arbeit gefunden. Jetzt arbeite ich als Helfer in einem Lager bei einem Großhandler. Meine Kinder jetzt machen Ausbildung, aber vielleicht sie in Zukunft auch keine Arbeit finden. Ich kenne viele Flüchtlinge, sie warten über 6 Jahre. Sie haben keinen Aufenthalt. Und ohne Aufenthalt kann ich zur Schule gehen, dort lernen oder Sprache lernen oder so. Und ich finde das auch die große Probleme. Deutscher Rassismus, die denken über Flüchtlinge, ist alle vergleichen. Die denken immer, die Flüchtlinge, die haben nichts gelernt und gar nichts haben in ihrem Land und so. Zum Beispiel ich habe Abitur in meinem Land. Ich habe viel gelernt. Ich will weiter lernen. Und vielleicht zur Fachschule gehen oder Universität. Ja. Ich bin Ahmed Abdullah Ibrahim, ich komme aus dem Sudan. Seit 4 Jahren hier bei Deutschland. أقول بأنه أنا عاوز أمشي أقرأ وكذا وأقول لي أنت سوداني ما عندك شانس. سنتين لما لقيت الشغل بتاع الهايسون والكليمة تكنيك ده كان شغلي الأساسي. كنت بشتغل في السودان 14 سنة وعملت عاوز بلدم 3 سنة في القاهرة. مشيت عملت براكتيكوم أسبوع. الشيف بتاع الفيرما قال لي فايتا طوال تكمل شغل. قلت له لا أنا لغتي تعبانة خليني أمشي أدرس. قال لي لا ما مشكلة واللغة اللي قدام بتصلح. لقيت بأنه لو أسبل لهم أنت ما بتكتب كويس ولا بتقرأ كويس صعب بعدين في الامتحان. ولو ما نجحت بعدين حتى السوسيال هلفة ما عندك بتكون شنو ضيعت 3 سنين ونص أونطة. جاب لنا خلفة أمشي إنها خلفة يقول لي لا أنت عندك دوغ قال أنت عندك أبشيون. لو ما كملت لو أسبل لهم كده حيرجعوك بلدك. أنا والعائلة بتاعتي هاجرت بصحراء وبحر. مرتي كانت حامل ومعي 3 أطفال. مرتي حامل في الشهر السابع. Wenn ich habe 3 Jahre, ich habe keinen Aufenthalt und ich habe keine Chance zur Schule gehen. Wie kann man Kultur wissen? Weil ich habe keine Sprache, ich habe keine Sprache zu Kontakt. Bramsche, Flüchtlingslager, das war die Arbeiter, nicht alle, aber manche Arbeiter, zum Beispiel ein Flüchtling spricht nur Englisch, kann nicht Deutsch sprechen. Die Leute arbeiten dort im Lager. Sie können Englisch sprechen, aber sie wollen nicht das machen. Die sagen, du musst Deutsch sprechen. Ich bin Judith Versailles. Ich komme aus Eritrea. Ich bin in Deutschland 4 Jahre. 4 أطفال. ال4 أطفال عندهم مواعيد مختلفة. وأنا زوجة لاغاريا لو متعلمة لا بعرف تقرينيا بكتب بسيط لا بعرف أكتب عربي لا بعرف أكتب ألماني لا متعلمة لاغاريا. عشان كده أنا بودي أولادي الشولة هلفة. Mein Name ist Abir Ibrahim Haj Omar. Ich komme aus dem Sudan. Ich habe 3 Kinder. Seit 2014 bin ich hier in Deutschland. كان عندنا قصة طويلة ورحلة طويلة في أوروبا. الموقف اللي ما بنساه إنه كان عندنا مشكلة. أنا لما جيت كنت حامل كنت في الشهر الثامن ولدت شهر 4. أول ما وصلنا هنا 2014 سكننا في قرية صغيرة هنا
اسمها برنجن. اتعرضنا لمواقف كثيرة جدا بتاعت عنصرية. احنا البيت جنب حقل بتاع ذرة، ظهرت في البيت مشكلة بتاعت فيران. لما مشينا ناس الجماين عشان نتكلم معاهم انه المشكلة والبيت والهبام اللي كانت بتجيني في البيت قالت انه ده ما صحي للطفل، ومشيت اتكلمت معاهم، ردهم كان عبارة انا خلتني 6 شهور ما امشي الجماين ده تاني. العبارة اللي قالوا لي انه هم جايين من افريقيا في اي وضع مفروض يعيشوا. Das ist ein Gesetz, die Leute von der Lager, das die Regierung gemacht hat, dass du darfst nicht dein Landkreis nicht verlassen. Für mich diese Grenze, ich akzeptiere überhaupt gar nicht. Ich bin hier in Deutschland und ich darf nicht von der Brandenburg nach Berlin fahren. Dieses Gesetz von uns, von Flüchtlingen, sehr, sehr, sehr schwierig geworden. Das ich akzeptiere gar nicht. Das Punkt. Zweite, du darfst nicht arbeiten. Das auch sehr anstrengend für alle Flüchtlinge, die dürfen nicht arbeiten. Das ist anstrengend. سكنت فيها برغم انه عانينا سنة و9 شهور، لكن قابلوني ناس ممتازين جدا جدا. جيراننا كانوا اكتر من نت. فاميليا غايبوت اللي هو يوغن وهيلغا بالنسبة لي meine Eltern hier in Deutschland ساعدونا كثير. أنا سنة كاملة عم يوغن كان مفضلي نفسه 3 ساعات في الأسبوع عشان يدرسني اللغة، لأنه إحنا كان ممنوع إنه ننزل المدرسة. Do you have a Aufenthalt? Hauspass? Ausweis or registering papers. I have no Hauspass. They only give me white paper every month. This paper is only for 1 month. They say I'm illegal in Germany because of Dublin fingerprint. There's a lot of people who are coming who is underage. I left my country when I was 16 years of age. How old are you now? I'm 19 years of age right now. Integration, ich glaube, Integration ist Bedeutung hier, du musst deine Geschichte vergessen, deine Meinungen, Traditionen und so vergessen, das Neue haben. Das ist das Integration. Nicht nur durchlernen und so. Muss so, was will der Staat, der kapitalistische Regime, du musst so sein. Das ist das Integration-Politik in Deutschland. Du stimmst ab, oder? Ich stimme nicht. Ich akzeptiere nicht Integration. Das habe ich, mein erstes Interview im Lager in Bramsche habe ich gesagt, ich will nicht integrieren. Weil Integration bedeutet, du musst andere Mensch sein. إحنا جايين من أفريقيا، لكن مش جينا عشان إحنا يعني إحنا لو ما عندنا مشكلة سياسية طلعتنا أو عندنا مشاكل حقيقية طلعتنا من بلدنا ما حنطلع. Als ich gehört habe, dass Herr Seehofer gesagt hat, dass er das schick findet, dass zu seinem 69. Geburtstag 69 Leute abgeschoben worden sind nach Afghanistan. Ich finde das eine unglaubliche Dreistigkeit. Ich finde das sowas Verächtliches, also wo ich wirklich entsetzt bin, wie ein Mensch überhaupt sich in so einer Weise äußern kann. Ein ganz wichtiger Ansatz ist, dass einfach die Leute ganz viele andere Leute kennenlernen, dass sie hier eingebunden sind in unser Leben hier. Und in diesem Zusammenhang haben wir jetzt die Aktion Bürgerasyl, Bürgerinnenasyl aufgebaut. Es gibt so eine Initiative, die heißt Solidarity City. Und in dem Zusammenhang, weil wir ja keine City sind, haben wir uns solidarische Provinz genannt. Wer nicht ertrinkt, wird abgeschoben. Problem gelöst, Frage. Das, was ich daran eben wirklich so grausam finde, ist, dass die Menschen schon so viel Entsetzliches erlebt haben, so viel mit ihrem Leben kämpfen mussten und dann hierher kommen und nicht mal eine Chance haben, hier zu bleiben. Ich kämpfe für mein Leben, ich kämpfe gegen meine Abschiebung. Wer kämpft mit? Wir versuchen eben halt hier das hinzukriegen, dass die Leute, die zum Beispiel nachts nicht schlafen können, weil sie halt permanente Angst haben, abgeschoben zu werden, dass wir denen Schlafplätze zur Verfügung stellen können, dass sie Kontakt haben zu Wohngemeinschaften, zu Gruppen, wo sie übernachten können, wo sie sich dann sicher fühlen. Was zu diesem Bürgerinnenasyl eben auch gehört, ist, dass wir Leute suchen und auch schon ganz viele Leute gefunden haben, die gesagt haben, ich bin bereit,
einen Flüchtling zu verstecken, um ihn vor Abschiebung oder um sie vor Abschiebung zu schützen. Ich würde Menschen verstecken, wenn sie von Abschiebung bedroht sind. Ganz, ganz viele Leute hier in den Dörfern haben schon Leute aufgenommen. Gut, ich stelle jetzt mal Edelgard vor, Edelgard Gräfer. Gott, wie alt bist du? 70 und ein bisschen was? 75. Edelgard hat ihr ganzes Leben politisch gearbeitet. Eines der ganz wichtigen Projekte war ja eben so diese Bürgschaft und für Bosnier und das Übernehmen von Menschen in den eigenen Lebensraum. Jetzt so die Vorgeschichte ist einfach mal vorzustellen, es gab 2002, 2003 die Situation, Menschen sind in einem anderen Land, in einer anderen Kultur durch einen Krieg in Gefahr. Man kann nicht einfach am Fernsehen sitzen und sagen, schrecklich, furchtbar, tut mir ganz doll leid und dann geht man zur Tagesordnung über. Eine Gruppe von Unterstützern hat sich festgebildet, denn wir haben dann so eine halbe Nacht in der Ausländerbehörde verbracht, weil wir gesagt haben, wir gehen hier nicht eher raus, bevor wir die Genehmigung haben, dass wir uns mit den Leuten zusammentun und wir gucken, wen wir hier unterstützen können. Wir hatten 70 Leute, die nach Deutschland kamen, aus dem bosnischen Lager. Genau. Jeder von uns, 15 Uhr, was wir da waren, hat gesagt, ja, also ich würde 2 aufnehmen, ein anderer 1 oder sonst irgendwie. Mir ist leider nicht mehr klar, wie lange sie da waren. Aber vom Gefühl her, denke ich, waren sie mindestens 2 Jahre da. Integration in dem Sinne gibt es nicht. Integration ist wie eine Fata Morgana, weil selbst ich als jemand, die als Kind hierher geflüchtet ist und hier zur Schule und zur Universität gegangen ist, fließend Deutsch spricht, selbst Deutschlehrerin ist, sogenannte Integrationskurse anleitet, werde ja auch zu Fremden gemacht. Ich werde auch als Fremde wahrgenommen, unabhängig davon, welche Integrationsleistung ich bringe. Ich finde das genauso rassistisch, wenn Menschen mir meine Zugehörigkeit absprechen und mich fragen, wo ich herkomme. Oder mich dafür loben, dass ich so gut Deutsch spreche. Hatte ich immer das Gefühl, dass alles, was wir machen, ist überschaubar noch. Mhm. Und dieses Gefühl habe ich heute nicht mehr. Ja. Ja? Das ist nicht mehr überschaubar. Da kommen Tausende gehen und Tausende werden gemordet. Durch den Refugee-Protest von 2012 bis 2014, der da sichtbar war, hat sich ja total viel verändert, was ja heute noch passiert. Also, dass so viele Geflüchtete 2015 gekommen sind und Angela Merkel gesagt hat, ja klar, wir schaffen das. Das kam ja auch nur, weil es diesen Refugee-Protest gab, weil es schon eine Sensibilisierung im ganzen Bundesgebiet gab, dass es überhaupt so eine Problematik wie Lampedusa gibt, dass Menschen im Mittelmeer sterben. Das haben die Leute vorher nicht wahrgenommen. Ich glaube, wir müssen die Angst vor Verlust ein bisschen verlieren. Ja? Mhm. Und wir müssen die Angst vor dem, was wir machen könnten, und uns nicht trauen. Alles hat alles was mit Solidarität zu tun. Auch, ja. Und mit Zuverlässigkeit. Ja. Und das ist natürlich das glaube ich. Schwierig jetzt. Die Idee von Integration muss eigentlich sein, dass unsere Aufgabe ist, die deutsche bzw. die europäische Bevölkerung zu integrieren. Die müssen Weltpolitik verstehen. Sie können nicht mehr nur ihre eigene nationale Politik machen. Sie müssen verstehen, wie ihre Regierungen die ganze Welt beeinflussen. Und dass sie nicht in ihrem kleinen Deutschland oder in ihrem kleinen Europa, wenn man sich das mal in der ganzen Welt anguckt, ist es ja klein. Ja? Dass sie nicht ihre kleine Demokratie haben können und der Rest ist uns scheißegal. Das kann nicht mehr funktionieren. Und das ist eigentlich Integration, im wahrsten Sinne des Wortes. I came to Germany, I found some point, it's really good, gefällt mir, some good points here. These things, for example, freedom, peace, the people they fighting
with the refugees people, they help the refugees, the immigrant, and also I have some problem. Ich beschäftige mit die Begegnung im Café in Nienburg, Kulturhaus oder Kulturweg. Wir haben auch einige Rassismus-Situationen getroffen. Manche Leute sagen, die alle Flüchtlinge logische Leute oder sie gucken unsere Haarefarbe oder so. راجل زوجي كان بيقول لي إنه أنت عايزانا نمشي ألمانيا وألمانيا محل العنصرية. صراحة كنا خايفين لأنه إحنا من زمان بنسمع إنه الألمان عنصريين. أنا ما بقول إنه كل الألمان عنصريين، لكن فعلا لما جينا لقينا عنصرية. If we start talking about racism, discrimination, sexism, it is like a long story. Most of the time when I apply for thing that is to work or to find a job, people they were saying that is you cannot get it because of your name. And sometimes also we are facing racism. It's not about job. In the daily life, that is we are, for example, going to the street and engaging with the community, and you feel some people they're not accepting you because of your color or because of your language. Du hast für mich heute erzählt, dass dein Kind hat viele Probleme in der Schule erlebt, wegen der Rassismus und mit der Lehrerin und mit den Kindern dort. Nein. Kannst du ein bisschen auch so noch einmal erzählen? أنا ولدي بيقرأ في المدرسة وبيتعرض كثير للمشاكل مع الأطفال، وهنا لما أنا قلت كم مرة ولدي ده بيقول له يا نيجا قدامي، ولا جاب لي قدامي قالوا له يا نيجا، أنا ما عرفت كلمة النيجا دي شنو. سألت واحدة صاحبتي قلت لها كلمة نيجا معناها شنو، فبتحصل عنصرية وعنصرية من للكبار بيتعرضوا، الأطفال بيتعرضوا. Vor 5 Monaten oder 8 Monaten habe ich sehr viel, richtig viel Rassismus getroffen. Meine Arbeit war endet im Abend, um 11 Uhr genau. Die Polizei haltet mir und gesuchen meine Tasche, meine Klamotten und Fragen stellen. Was machst du jetzt? Und dann habe ich ihn gefragt, warum immer Sie sagen das normale Kontrolle. Ein Wort hasse ich, das sagen zum Beispiel scheiße Ausländer, das Wort hasse ich. Oder Ausländer, du scheiße Ausländer, die zeigen so Mittelfinger. Wir waren einmal wieder, ich mit Alex und ein paar Leute auch, Barkinder Kaufland. Und da war ungefähr so 4, 5 Leute, die sind so richtig so groß. Ja, die kamen zu uns, die sagen, der Ausländer raus, geh mal euer Länder, bleibt mal hier nicht, was macht ihr hier und sowas. Ich habe zu ihnen gesagt, warum bin ich hier, wenn in mein Land nichts gibt? Wenn kein Krieg da gibt, warum bin ich hier? Ich frage das mich auch. Wenn du in Krieg lebst, dann verstehst du das. Aber egal wie viel ich zu dir erzähle, dann verstehst du das nicht. Die trinken nur 2 Bier und keine Ahnung, große Fresse verstehe ich auch nicht. Ich habe zu ihnen gesagt, du hast von deinem Leben nichts gesehen. Wenn du im Krieg lebst, dann weißt du, was das ist. Viele Städte hier in Deutschland, wenn ich so außerhalb in Berlin fahre, bin ich Schwarze und alleine, ohne Deutsche oder so. Ich merke, dass es gibt viele rassistische Leute in Deutschland. Die guckt mich an, böse, ich bin wie ein Tier, ich bin nicht eine Person sein. Da habe ich immer so gemerkt, es gibt viele rassistische Leute. Zum Beispiel, ich stehe mit Linien, wo es die Kasse gibt. Meisten Leute hat Angst vor mich und sofort weit weg zu laufen. Und gleichzeitig, ich habe Angst von den Leuten auch. Warum die mich Angst haben? Ich gefühle die Leute Rassisten-Leute, aber die gefühlen mich vielleicht, weiß nicht, was die denken. Meine Hautfarbe, ich weiß ist, oder weil ich Haare habe, oder weil ich Flüchtiger bin, weiß nicht, was die denken, aber ich bin ein Mensch wie die anderen Menschen. الأطفال بيتعرضوا حاليا خلوا الكبار بيقوا مقبلين عن الأطفال. أنا أولادي 3 قاعدين يعانوا في المدرسة من العنصرية بتاعت الألمان، من أسود
شعركم ما حلو انتوا سود انتوا جيتوا من بلد جعانة. When I go out to another places, like trying to meet other people that I don't know before, they don't even give you a chance or even want to ask them something. Like some of them say, oh, okay, kinda I know. That's what they will tell you. Or weiß ich nicht, or I don't know, something else like that. Sometimes I ask myself, is it about my color? Or is it about my nationality? Or is it about my continent that I'm from? Rassismus kommt von jemand, der hat keine Idee über andere. Ich war jemand getroffen und hat mir gefragt, ich finde das blöd gefragt, gibt es Gemüse in Ihrem Land? Das habe ich schon erlebt. Ja, gibt es Gemüse in Ihrem Land? Eine Lehrerin hat mir auch gefragt, gibt es in Afghanistan Cola oder so? Ich habe gesagt, was für eine Frage. Es ist ein Land, aber es ist richtig, aber es ist nicht sicheres Land, aber es ist trotzdem ein Land. Some of them will say, oh, what are you doing here? You don't have anything back in your country? But they don't know why you leave your country. So when I hear that sometimes I really laugh at them because they don't know what they are saying. But they don't know that we, the African resources, is theirs. European people are trying to take everything. They don't know that. They have to read their history and read what other African countries are doing for Europe. Wenn wir jetzt sehen, die Geflüchteten aus Afrika sind sozusagen Wirtschaftsflüchtlinge und die Geflüchteten aus Syrien sind politische Flüchtlinge. So werden die halt auch gegeneinander ausgespielt. Wir müssen aber davon ausgehen, dass alle Menschen politisch geflüchtet sind. Sogar hier in Deutschland, innerhalb Deutschlands, sind sie ja politisch verfolgt. Weil sie dürfen nicht ihren Landkreis verlassen, sie dürfen sich nicht mit anderen Geflüchteten organisieren, haben nicht die Möglichkeit dazu. In dem Moment sind sie genauso unter einer restriktiven Diktatur, wie als wären sie in Afrika geblieben. I cannot generalize all of the German people or the European people that are racism, but I can say that it's a bit high and getting more now. Sometimes I feel like I'm not comfortable to go to a place that is crowded with a lot of white people. Wenn ich mal am Flughafen oder am Bahnhof kommen zu mir Leute, die sagen, hast du Haschisch? Sie denken einfach, dass alle Flüchtlinge oder so alles Drogenverkäufer sind. Und das nervt mich oft. Rassismus ist eine Situation kommt nicht nur vor deutsche Leute, sondern von Flüchtlingen gegeneinander auch. Wegen Religionen oder Farben oder Sprache oder Nationalität. Ich würde auf jeden Fall unterscheiden zwischen dem strukturellen Rassismus und dem Rassismus, den wir sozusagen auf der Straße erleben von Menschen, die uns begegnen. Es gibt Gesetze, die per se rassistisch sind, die bestimmten Menschen aus bestimmten Ländern eben den Zugang nach Europa verweigern und die Möglichkeiten an der deutschen Gesellschaft und am deutschen Leben teilzuhaben, gar nicht geben. Desto erschrockener sind dann eben die Menschen, wenn sie aus den Lagern rauskommen, in die Orte oder Dörfer, wo die Lager sind, wo sie dann tatsächlich auch den Rassismus mit den Menschen erleben. 100% glaube ich, gibt kein jemand, ihr geboren mit Rassismus. Zum Beispiel vor 2 Wochen war in einem Restaurant in Berlin, sudanesisches Restaurant, kommt eine Frau mit 2 Kindern und die Kinder sagen, Mama, ja, wir brauchen hier Essen. Und die Frau sagte, nein, das ist afrikanisches Restaurant. Die Kinder, ich mag die Kinder, sie sagen etwas sehr schön. Sie sagen, egal Mama, afrikanischer, Asian, arabischer, egal Mama. Now it's the parents who are trying to do everything. There was a little boy who wanted to greet me. Hello, and I do my hand at the mom coming. Take his hand away. I just look at and the little boy was still laughing, you know, but the mom didn't be happy. When I look at the boy, the mom look at me and she changed her face. Alle Nachbarinnen und Nachbarn in meinem Haus sind mir fremd. Warum sind denn einige fremder als andere? Also da funktioniert auch das mit der Fremdenfeindlichkeit nicht wirklich. Das sind rassistische Merkmale, wonach ich unterscheide, wer mir fremd ist und wer nicht. Deshalb ist es immer schwierig, also sowohl für die Menschen, die selber Rassismuserfahrungen machen, als auch die Menschen, die selber rassistisch sind, über Rassismus überhaupt zu sprechen. Weil es eben in so vielen verschiedenen Formen kommt. Es ist wie ein Monster, das sich immer wieder ein neues Gesicht macht.
in jedes Haus gibt es die schlechten Leute und die guten Leute. Natürlich, das ist immer so. Es gibt manche Leute auch, von Ausländern meine ich, die machen so etwas so nicht so gut, dann denken die Leute, dass die ganzen Ausländer so sind. Genau. Ja. Und das ist nicht richtig. Racism for me, it doesn't have a place. Racism can be everywhere. How we gonna support each other? How we gonna stop this? Because we all human beings. We all need to be together and live in the society, that healthy society, accepting everybody. Aktivismus verändert was. Reden verändert wenig. Ja, aber Aktivismus und Reden verändert viel oder kann viel verändern. Ja, Aktivismus und Reden. Da, wo man lebt, muss man aktiv werden. Ich kann mit so einem Kreis anfangen und kann ihn dann vergrößern und kann dann auch versuchen, mutigere Dinge mit reinzunehmen, weil hier der Kreis ist und hier bin ich jetzt und da ist der Kreis und der trägt mich ein bisschen mit. Ja? Ja, genau. I'm not also feeling accepted sometimes, and this is sometimes limited you for what you want to do. For a couple of years I was trying to avoid that, but after that I said no. It is right for me to move where I want. It is right to me to stay where I want to stay. And it's right also to show my face, because why I have to hide from these people? Why I have to protect myself all the time, not going in the crowd? Talk by this, by Facebook, by everywhere. We can send it them. Today is here like democracy. So we can use it, our privilege. We get the chance here. I'm fighting about the reality. I'm fighting until the end. Das Problem ist halt, glaube ich, eher, dass Menschen es lernen sollten, dass sie auch mal im anderen Land irgendwie sind und dort sich irgendwie als Ausländer fühlen und dann zurückzukommen und zu merken, okay, hier sind Menschen, die sind zwar hier nicht geboren, aber die sind halt genauso Ausländer, wie ich vielleicht woanders Ausländer bin und die Sprache nicht verstehe. Also ist es eigentlich ein ganz normales Phänomen und da braucht man sich nicht groß irgendwie komisch benehmen oder sich irgendwie von Leuten distanzieren, sondern eher offen sein und Interesse zeigen und versuchen ein Stückchen zu helfen, wenn es notwendig ist. يتقبلوا الحاجة دي. احنا فخورين جدا بلوننا. احنا فخورين جدا بأفريقيتنا. أولادي فخورين جدا بأفريقيتهم. احنا فخورين بنفسنا واحنا حنقدر. انا متاكده انه اولادي حيقدروا يتخطوا العنصريه هنا. ليه؟ لانه احنا متسامحين مع نفسنا ومتقبلين نفسنا. Trying to be racist is not good. We have to be free, cool with each other. That's what I gotta say. We all human beings, we want to live in the society that is accepting everybody. We are fighting for that, and our fight is never end. Thank you. What's your plan tomorrow? What are you doing tomorrow? Me? Yeah, work together. Yeah, we're gonna just live a life, have fun, playing together as a family. Yeah, that's it, man. We ain't got time for racists, bro. Middle finger to racists, bro. Yeah, we ain't got time, man. We're gonna live life very simple.